Um die Funktionen von PS-Info Mein Betrieb nutzen zu können, müssen Sie zuerst Ihren virtuellen Spritschrank einrichten. Bei Ihrem ersten Login werden Sie dazu von einem Assistenten geführt. Vor der Mittelauswahl können Sie unterschiedliche Optionen auswählen, um die Ergebnislisten zu verkürzen bzw. zu verändern, zum Beispiel die Vergleichsprodukte, auch Generika genannt, auszuschließen. Sie können für die Suche der Mittel zwei unterschiedliche Wege benutzen. Erstens die freie Suche. Geben Sie den Namen des Mittels in das Suchfeld ein. Die Autovervollständigung zeigt Ihnen dabei Vorschläge an. Markieren Sie das Kästchen Übernehmen vor dem Mittel, das Sie in den Schrank aufnehmen möchten. Nun können Sie in das Eingabefeld ein weiteres Produkt eingeben, suchen, markieren und weitersuchen. Zweitens können Sie die ABC-Listen nutzen. Öffnen Sie über den entsprechenden Anfangsbuchstaben die Liste. In der ersten Spalte sehen Sie ein Kästchen mit der Überschrift Übernehmen. Markieren Sie das Kästchen des Mittels, das Sie in den Schrank aufnehmen möchten. Das System merkt sich Ihre Auswahl und legt eine Liste an. Die ausgewählten Mittel werden als Summe in der grün hinterlegten Box angezeigt. Zum Übernehmen der Mittel klicken Sie auf den Link Mittelauswahl in den Schrankinhalt übernehmen. Ihre Auswahl wird in einem neuen Fenster angezeigt. Wenn Sie ein falsches Mittel ausgewählt haben, löschen Sie es über das Symbol Tonne. Wenn Sie ein Mittel vergessen haben, wählen Sie den Schalter Zurück. Mit der Bestätigung der Mittelauswahl werden die ausgewählten Mittel in den Spritschrank übernommen. Zukünftige Änderungen in Ihrem Spritschrank fügen Sie über den Menüpunkt Spritschrank auffüllen ein. Direkt nach dem Befüllen des Spritschrankes ist es sinnvoll, die betriebsspezifischen Daten einzupflegen, auf die Sie bei der Dokumentation zurückgreifen. Sie können Ihren Betrieb in unterschiedliche Gruppen einteilen. Diesen Gruppen können bestimmte Hintergrundinformationen zugeordnet werden, die dann in der Suche und in der Dokumentation berücksichtigt werden. Dies sind zum Beispiel Kulturgruppen. Alle angelegten Gruppen werden im Anschluss unter der Suchfunktion als eigenständiger Bereich in der Suche angezeigt. Die einzelbetrieblichen Genehmigungen nach § 22(2) können in PS-Info von jedem Betrieb in einem eigenen Katalog erstellt werden. Diese Eingaben sind nur für den eigenen Betrieb einsehbar und werden nicht über die Suche innerhalb der BVL-Daten gefunden. Sie erscheinen als neuer Punkt in der Sidebar unter den Suchfunktionen. Zusätze wie Netzmittel werden in einem Extrakatalog außerhalb des Mittelbestandes geführt. Alle Angaben, die Sie in diesem Bereich vornehmen, sind nur für Ihren Betrieb sichtbar. Für die Dokumentation werden die Zusätze bei der Bearbeitung der Anwendung eingefügt. Jeder Nutzer wird im System registriert und bekommt ein eigenes Benutzerkonto. Dieses Konto können Sie in der Sidebar aufrufen. Dort können Sie Ihrem Betrieb zum Beispiel ein Mitarbeiterkonto zuordnen. Damit erstellen Sie ein Unterkonto Ihres Benutzerkontos. Das Mitarbeiterkonto führt keinen eigenen Spritschrank, sondern greift auf Ihren Datenbestand zu und arbeitet dort mit. Der Name des Benutzers wird an jede Änderung gehängt, die er in Ihrem Schrank und in Ihrer Dokumentation vornimmt. Für die Bearbeitung der neuen Anwendungen in der Dokumentation können Sie Voreinstellungen hinterlegen. Dadurch werden die Angaben zur Flächengrößeneinheit, Spritzgerät, Anwender und Verantwortlicher automatisch ausgefüllt. Alle Angaben sind optional und können in den einzelnen Dokumentationen auch wieder geändert werden. Dokumentiert werden die Anwendungen über Indikationen. Sie gehen in der Sidebar in die Kategorie Suche. Dort sehen Sie einen Tab mit der Bezeichnung Alle. Wenn Sie bereits Gruppen angelegt haben, sehen Sie auch die Tabs für die Gruppen. Der Tab Alle umfasst die Suche in Ihrem gesamten Betrieb, ohne spezielle Unterteilungen. In den Gruppen sind Ihre Angaben bereits vorausgefüllt. Bei der Indikationssuche füllen Sie die fehlenden Suchparameter aus. In der Trefferliste sehen Sie ein rotes Buch vor der Indikation. Klicken Sie auf das Buch
um die Indikation für die Dokumentation auszuwählen. Nach dem Klick verfärbt sich das Buch grau und in dem grau-grünen Kasten über der Trefferliste sehen Sie die Anzeige, wie viele Indikationen Sie für den Übertrag in das Spritztagebuch ausgewählt haben. Bei der Suche über Handelsname suchen Sie das Pflanzenschutzmittel aus der Mittelliste aus. In der Indikationsliste sehen Sie ebenfalls das rote Buch. Klicken Sie auf das Buch, um die Indikation für die Dokumentation auszuwählen. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, klicken Sie auf den Link Anwendungen übernehmen in dem grau-grünen Kasten Spritztagebuch. Nun öffnet sich ein neues kleines Fenster. Sie legen fest, wie mit Ihrer Auswahl verfahren werden soll. Sie können die Gruppeninformationen in die Dokumentation übertragen. Sie können falsch ausgewählte Indikationen entfernen und Sie entscheiden, ob Sie die ausgewählten Indikationen als Einzelanwendung oder als Tankmischung übernehmen möchten. Nachdem Sie Ihre Anwendungen ausgewählt haben, befinden Sie sich automatisch in der Verwaltung Ihres Spritztagebuches. Sie sehen eine Liste, in der Ihre zuvor getroffene Auswahl angezeigt wird. Über das blau hinterlegte Datum rufen Sie die Anwendung in Bearbeitung. Sie sehen, dass die von Ihnen voreingestellten Informationen aus den Gruppen und den Einstellungen übernommen wurden. Stellen Sie das Datum ein, für das Sie die Anwendung planen. Markierung des Kästchens: Die Anwendung wird nach Ablauf des Planungsdatums automatisch als durchgeführt übertragen. Damit ersparen Sie sich die manuelle Übernahme. Sie können den voreingestellten Namen aus dem Benutzerprofil ändern. Alle Eingaben, die Sie in diesem Feld hinterlegen, werden gespeichert und sind bei der nächsten Bearbeitung über den Schalter ABC aufrufbar. Ein einmal eingegebener Text ist damit immer wieder über einen Klick verfügbar. Sie sehen, dass die Kulturangabe der Zulassung übernommen wurde und auch nicht veränderbar ist. Sie können allerdings in dem Feld Zusatz genauere Angaben zu der behandelten Kultur hinterlegen. Über den Schalter Hinzufügen können Sie der Anwendung die verwendeten Zusätze zuordnen. Die Berechnung der Menge erfolgt automatisch. Im unteren Teil des Datenblattes zeigen sich die Zulassungsdaten des BVL. Darunter sehen Sie eine Zusammenfassung der berechneten Menge für die angegebene Fläche. Falls es zu beachtende Auflagen gibt, werden diese ebenfalls angezeigt. Jetzt müssen Sie entscheiden, wie mit der Bearbeitung weiterverfahren werden soll. Speichern. Die Anwendung verbleibt in der Rubrik Neue Anwendungen. Sie ist weiterhin zu bearbeiten. Planen. Die Bearbeitung wird gespeichert und der Eintrag wechselt in die Rubrik Geplante Anwendungen. Als Vorlage speichern. Wenn Sie diese Anwendung häufiger dokumentieren möchten, speichern Sie sie als Vorlage. In der Rubrik Vorlagen können Sie sie jederzeit wieder in Bearbeitung rufen. Wir markieren diese Anwendung als durchgeführt. Wenn Sie Ihre Angaben auf Ihrem eigenen PC als Excel-Anwendung speichern möchten, wählen Sie in der Sidebar den Tab Spritztagebuch und den Punkt Daten herunterladen. Es öffnet sich ein kleines Fenster, über den Sie den Download bestätigen. Exportiert werden die Datensätze in Excel. In der Arbeitsmappe finden Sie als eigene Registerkarte die durchgeführten Anwendungen, die geplanten Anwendungen sowie den Inhalt des Spritzschrankes. Über das PDF-Symbol links über der Liste können Sie die Dokumentation drucken. Entscheiden Sie, welche Angaben Sie in dem Dokument hinterlegen möchten. Entweder eine Übersichtsliste oder eine Liste mit detaillierten Angaben. Bestätigen Sie Ihre Angaben über den Schalter Drucken. Es öffnet sich ein PDF-Dokument, das Sie auf Ihrem PC speichern können.
Über den Menüpunkt Schrankinhalt können Sie die Bestandsmengen der Pflanzenschutzmittel im Lager verwalten. Über den Schalter Spaltenanzeige können Sie festlegen, ob Ihnen diese Option in der Übersichtsliste angezeigt werden soll. Sie sehen eine Spalte mit einem Ampelsystem. Die Farbe Rot wird angezeigt, wenn der Bestand aufgebraucht bzw. nicht ausreichend ist. Orange-Gelb zeigt die Unterschreitung eines bestimmten Limits. Die Farbe Grün steht für ausreichend vorhanden. In der folgenden Spalte wird die aktuell vorhandene Menge in Gramm bzw. Milliliter angezeigt. Diese Menge wird aktualisiert, sobald Sie das Mittel in Ihren Aufzeichnungen verwenden. Klicken Sie auf den Link und rufen Sie das Bearbeitungsfenster auf. Geben Sie in das Feld Bestandsmenge den Lagerbestand in Kilogramm bzw. Liter ein. Sie können außerdem ein Limit festlegen, ab dem über das orange-gelbe Zeichen darauf hingewiesen wird, dass der Bestand neu aufgefüllt werden muss. Bestätigen Sie die Eingabe mit Speichern. Wenn Sie eine Menge hinzufügen wollen, verwenden Sie das Feld Neue Menge hinzufügen. Tragen Sie die gekaufte Menge ein und klicken Sie auf das Symbol Plus. Die Menge wird auf den Bestand addiert. Für eine Korrektur ändern Sie einfach die Zahl in dem Feld Bestandsmenge. In der Spalte Geplante Menge wird angezeigt, welche Menge des Mittels Sie bereits in Ihrer Dokumentation verplant haben. Bei einer Planung über mehrere Tage im Voraus können Sie so abschätzen, ob das Mittel in ausreichender Menge vorhanden ist. Über das PDF-Symbol steht die Liste zum Ausdruck bereit. Die Bestandsmengen sind als eigene Spalte auf dem PDF-Dokument aufgeführt. Zudem werden die Gefahrensymbole und die Kürzel der Gefahrenstoffverordnung angezeigt.